Are we ready to hear the word? Sind wir bereit, das Wort zu hören? Praise the Lord. You know, when I was starting in the faith, Als ich im Glauben angefangen habe, the Lord put in my heart to tell everybody about the love of Christ. hat der Herr mir das ins Herz gelegt, dass ich jedem über die Liebe Christi And there was erzähle. one time I was in the bus, Und einmal war ich im Bus and the Lord told me to preach. und der Herr hat mir gesagt, ich soll predigen. And I was saying, Lord, this is not a church, this is a bus, a Und ich habe public gesagt, bus. Herr, das ist keine Gemeinde, das ist ein öffentlicher Bus. But the Lord told me I have to do it. Aber der Herr hat mir gesagt, nein, du sollst es So tun. I preach in the bus. Deswegen habe ich im Bus gepredigt. And then in the Philippines we have what we call a jeepney, Und in Philippinen haben wir ein Jeepney, where we are facing each other. wo wir gegenüber einander And then sitzen. the Lord told me to tell the people about it. Und der Herr hat mir gesagt, dass ich den Leuten was sagen soll. And there are times I would preach in the street corners. Und manchmal habe ich an den Straßenecken gepredigt. And when people say that I'm crazy, Und Leute haben gesagt, ich bin verrückt. and many times we are called crazy. Und oft werden wir verrückt genannt. Many times people find us funny. Und oft finden Leute uns komisch. And so this morning I'd like to talk about being weird. Deswegen möchte ich heute Morgen darüber sprechen, komisch zu sein. And people, they consider me sometimes weird. Und Leute sehen mich manchmal als komisch. I remember, my sister who belonged to the hippie generation. Meine Schwester, die zu der Hippie-Generation gehört, She was the weird one in our family. sie war die komische in unserer Familie. She was crazy. Sie war verrückt. And then one day she comes home Und an einem Tag ist sie nach Hause and gekommen. then she says that she met Jesus. Und dann hat sie gesagt, sie hat Jesus getroffen. So I said, oh, okay, you're really the weird. Und dann haben wir gesagt, oh, du bist wirklich die komische. And then she started to read the Bible. Aber dann hat sie angefangen, die Bibel zu lesen. And then she would close herself in her room Und dann hat sie sich selber in ihr Zimmer and eingeschlossen. we would hear her singing. Und wir haben gehört, wie sie singt. Oh, really, she's really weird. Und dann haben wir gesagt, oh, sie ist wirklich komisch. And then we would hear her talking, and she's alone in the room without talking to anybody in the telephone, but we would hear her talk. Und wir haben sie gehört, wie sie alleine in ihrem Zimmer einfach spricht. And then we would even hear her cry. Und wir haben sogar gehört, wie sie weint. Oh, you really think our sister, she Wir dachten wirklich, become crazy. und meine Schwester ist verrückt geworden. But then, we found out that she was praying. Aber dann haben wir herausgefunden, dass sie betet. We never thought that praying is that way. Wir haben nie gedacht, dass Beten auf diese Art ist. Singing, Singen, crying. weinen, Oh, that's too much. oh, das ist viel zu viel. It's not the prayer we know. Das ist nicht das Gebet, das wir kennen. The prayer we know is very formal, Das Gebet, das wir kennen, ist ganz formell, memorized. auswendig gelernt. Not that way. Nicht auf diese Art. Weird. Komisch. She was weird. Sie war komisch. And, but then she began to change. Aber dann hat sie angefangen, sich zu She verändern. stopped smoking. Sie hat aufgehört zu She rauchen. stopped getting drunk. Sie hat aufgehört, sie zu She betrinken. stopped going to the wild parties. Sie hat aufgehört auf die wilden And Partys. she was going to church. Und sie ging in die Gemeinde. But still we consider her weird. Aber trotzdem fanden wir sie komisch. But her life changed. Aber ihr Leben hat sich verändert. She became, a Christian. Sie wurde ein Christ. Now, if being weird makes you a better person, Also wenn komisch zu sein dich zu einer besseren Person macht, then I would dare to say, dann würde ich mich trauen zu sagen, let's keep Christianity weird. lass uns das Christentum komisch bleiben. If it's going to make you a better person, Wenn es dich eine bessere Person macht, if it fills your heart with love, wenn es dein Herz mit Liebe erfüllt, then be weird. dann sei komisch. Because this word weird Weil dieses Wort komisch, is only for people who really are not used. They use the word weird because they're not used to it. das ist, Leute nennen es komisch, weil sie nicht daran gewöhnt sind. Jesus, I think, was weird. Ich denke, Jesus war komisch. In the sense that he really did things differently. In dem Sinne, weil er Dinge ganz anders gemacht That's hat. why he had to say, blessed is he who is not offended because of me. Und deswegen hat er gesagt, und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. I mean, if you are blessed, if you are not offended. Wenn du gesegnet bist, weil du dich nicht darüber ärgerst, Because he did a lot of things that were offensive to the
human mind. Weil er tat viele Dinge, die beleidigend oder ärgerlich im menschlichen Sinne waren. He healed on the Sabbath. Er hat an einem Sabbat geheilt. He spat on the ground Er hat auf den Boden gespuckt and he made mud out of his spit. und hat Schlamm mit seiner Spucke gemacht. Then you get into trouble with hygienic. You get into trouble nowadays. Und heutzutage würdest du damit Probleme bekommen. Wegen And not Hygiene. did he only play with his spit. Er hat nicht nur mit seinem Speichel gespielt, He put it on the eye er hat es auf das Auge of a blind man. von einem blinden Mann I gemacht. mean, that is offensive. Das ist eigentlich wirklich beleidigend. That is weird. Das ist komisch. I mean, can you not just, do a fancy prayer? Kannst du nicht einfach ein Religious prayer. schönes religiöses Gebet machen? Spit. Spucke. Oh, very unhygienic. Sehr unhygienisch. But that's how he did it. Das ist, wie er es gemacht hat. Weird. Komisch. Now, let me bring to your attention this scripture. Und lasst mich euch dieses In Romans aufzeigen. chapter 12 it says, In Römer 12 steht, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. We bought a sound system from America. Wir haben ein Soundsystem aus Amerika gekauft, We plugged it in, wir haben es in die Steckdose gesteckt, no sound came out. kein Geräusch kam heraus. There was one light, Und da war ein Licht, das geplatzt and that was ist, it. und das war's. Because that thing is 110 volts, Weil dieses Ding ist 110 Volt and we have 220 here. und wir haben 220 Volt hier. So it was overloaded. Deswegen war es überladen. Thank God we got a replacement. Gott sei Dank haben wir einen Ersatz bekommen. But you see, if you are a 220, don't try to be a 110. Wenn du ein 220 bist, dann versuch nicht ein 110 zu It's sein. a different platform. Es ist eine andere Plattform. Analog is different from digital. Analog ist anders als digital. Nowadays it's compatible, but before PC is different from Mac. Jetzt ist es kompatibel, aber früher war der PC anders als der Mac. If you become a child of God, Wenn du ein Kind Gottes bist, you are in a different level. dann bist du auf einem anderen Level. Don't try to be what you are not. Versuch nicht zu sein, was du nicht bist. Do not be conformed. Sei nicht gleichförmig. That's why the world calls us weird, Deswegen nennt die Welt uns komisch, because you're different. weil du bist anders. If you're not different, you're not weird. Wenn du nicht anders bist, dann bist du nicht komisch. I'm getting what I'm saying. Versteht ihr, was ich meine? You know, the first time I came to Germany, Wisst ihr, das erste Mal, als ich nach Deutschland gekommen bin, my host asked me mein Gastgeber hat mich gefragt, what I wanted for dinner. was ich zu essen möchte zum Abend. And then they asked me, do you want warm meal or do you want cold meal? Möchtest du ein warmes Essen oder möchtest du ein kaltes Essen? And I really thought she was joking. Und ich dachte wirklich, sie macht Witze. Because in the Philippines, Weil auf den Philippinen, you never offer a guest cold meal. weil da bietest du niemals dem Gast kaltes Essen an. Because cold meal was the meal yesterday. Weil kaltes Essen ist das Essen von gestern. That's why it's cold. Deswegen ist es kalt. Lamig, di ba? Tama yung lamig. Cold meal was leftover. Kaltes Essen sind der Rest. You will never offer a guest leftover. Du wirst niemals dem Gast den Rest anbieten. When I realized my guest was serious, my host was serious, Und als ich gemerkt habe, dass mein Gastgeber das ernst meinte, I said, a warm meal? habe ich gesagt, warmes Essen. In my mind, of course warm meal. Aber in meinem Kopf war natürlich warmes Essen. But now I realized. Aber jetzt habe ich realisiert, Of course, now I know, cold meal, cold meal. jetzt weiß ich, was ein kaltes ist. Abendbrot. Abendbrot.
Now I know. Jetzt weiß ich. But you see, my mentality, my thinking was not yet renewed. Aber meine Mentalität, meine Denkweise war noch nicht erneuert. I did not understand. Ich habe es noch nicht verstanden. It was a shock. Es war ein Schock. It's the same thing with the people of the world. Das ist das Gleiche mit den Menschen der Welt. They don't understand us. Die verstehen uns nicht. That's why you're weird. Deswegen bist du komisch. Now, the definition of weird, Die Definition von komisch ist, it is suggesting that is something supernatural. I just try to translate that. Okay. Übernatürlich. Ja, übernatürlich. Unearthly. Unirdisch. Think about that. Denk mal darüber nach. That's the meaning of weird. Das ist die Bedeutung von komisch. Something that is not of this earth. Etwas, was nicht von dieser Erde ist. Something that is supernatural. Etwas, was übernatürlich You know, ist. that's why they use this word when there's, you know, if there's spiritual activity, you know, if there's a ghost, oh, that's weird. Wenn zum Beispiel es geistliche Aktivitäten gibt, zum Beispiel ein Geist, dann sagen sie, oh, das ist komisch. The synonyms of weird is mysterious, Das Synonym von komisch ist mysteriös. strange, Komisch. Ja, komisch. abnormal, Abnormal. whatever is their normal. Was auch immer das Normal ist. You know, because in this world it's normal to sin. Weil auf dieser Welt ist es normal zu sündigen. You know? Nowadays it's normal people just have sex with anybody like any animal. Jetzt ist es heutzutage schon normal, dass Menschen schlafen mit allen möglichen And if a Menschen. Christian says, no, I'm not going to sleep with anybody, I'm saving my purity for my husband or my wife. Und wenn ein Christ sagt, nein, ich schlafe nicht einfach mit irgendjemand, sondern ich hebe mich auf für meinen Ehemann oder Ehefrau. If you're a virgin, Und wenn du eine Jungfrau bist, you're weird. dann bist du komisch. You're weird. Dann bist du komisch. Do you see what I mean? Versteht ihr, was ich meine? It is unusual. Es ist unnatürlich. Unnormal. Let me bring to your attention Isaiah 55 verse 8. Und in Jesaja 55,8 steht, God says, for my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Now we have to understand that. Und wir müssen das verstehen, That God operates in a higher level. dass Gott in einem höheren Level sich bewegt. I have news for you. Und ich habe Neuigkeiten für dich. God is more intelligent than you. God is more intelligent than you. Gott ist intelligenter als du. Is that a surprise? Es ist eine Überraschung für dich. God knows better. Gott weiß es besser. You will never win a discussion. Du wirst niemals eine Diskussion mit ihm He's the gewinnen. best chess player. He's a million moves ahead of you. Er ist schon Millionen Schritte weiter vor von dir. You see, when I went to Africa, Als ich nach Afrika ging, when I asked them what time is the service, als ich gefragt habe, um wie viel Uhr ist der Gottesdienst, I'm going to preach. weil ich werde predigen. Service was, so I came 30 minutes early. Ich kam 30 Minuten vor dem Beginn. I had my bag. Und ich hatte meine And Tasche. I came 30 minutes before the service began. Und ich kam 30 Minuten bevor der Gottesdienst beginnt. They were so surprised. Und die waren so überrascht. They almost fell down. Sie sind fast runtergefallen. Pastor Reggie, what are you doing here? Pastor Reggie, was machst du hier? You invited me to preach. Ihr habt mich eingeladen zu predigen. Yeah. Ja. But why are you here? Aber warum bist du hier? Service will start at 30 minutes early. They were surprised I came. Der Gottesdienst beginnt um 30 Minuten und sie waren überrascht, dass ich da war. And they will not accept that I was carrying my bag. Und sie haben nicht akzeptiert, dass ich meine Tasche So they trage. took my bag. Sie haben meine Tasche genommen. No, possible. The guest speaker are not allowed to carry anything.
Der Gastsprecher ist nicht erlaubt, etwas zu tragen. And then they lead me to the back room. Und sie haben mich zum Hinterzimmer I said, gebracht. I want to go to the church. Und ich habe gesagt, ich möchte No, aber no, you go to the office. Nein, du gehst ins Büro. They quarantined me in the Die haben mich in Quarantäne gehalten. service began. Der Gottesdienst hat begonnen. Of course, not on time. Natürlich nicht pünktlich. Singing and singing and singing and singing and singing and singing and singing. Gesungen, 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 gesungen. And they will not let me go. Und sie wollten mich nicht I have to stay in the room. Ich musste in dem Zimmer bleiben. Because a guest speaker, Bei der Gastsprecher. he has to have a grand entrance. Weil er muss einen großen Eintritt haben. So now, everybody's already there. Und dann ist schon jeder da. Then they march me in. Somebody's carrying my bag. You know? Und dann kommt jemand mit meiner Tasche. You see, I have to renew my mind. Ich musste umdenken. You get this? I have to renew my Ich mind. musste meine Gedanken ändern. And of course, here in Germany, Hier in Deutschland. you could think it on the other side. I have spiritual children in Wuppertal, Nigerians. Ich habe geistliche Kinder in Wuppertal, Nigerianer. They brought me to the hotel. Sie haben mich ins Hotel What gebracht. time is the service? Wie viel Uhr ist der Gottesdienst? Pastor, 6 o'clock in the evening. Pastor, um 6 Uhr abends. What time are you picking me up in the hotel? Wann holt ihr mich im Hotel ab? 7 o'clock. Um 7. What time is the service? Um wie viel Uhr ist der Gottesdienst? 6 o'clock. Um 6. What time are you picking me up from the hotel? Wann holen die mich vom Hotel ab? 7 o'clock. Um 7. I realized it was on time. When I came, it was already 7:30, quarter to 8. Oh, there were still, there were still a lot of announcements, still a lot of singing. Um 7:30 Uhr so etwa war ich da und die hatten immer noch Ansagen und haben gesungen. We have to change the way we think. Wir müssen ändern, wie wir denken. You have to adapt to that culture. Wir müssen zu der Kultur uns anpassen. Can we adapt to the thinking of God? Können wir uns zu dem Denken von Gott anpassen? If we are flexible, Wenn wir flexibel sind accepting the culture of people, und die Kultur der Leute why can we akzeptieren, not accept the culture of God? warum können wir die Kultur Gottes God's akzeptieren? ways are different. Gottes Wege sind anders. They call it crazy. Und die nennen das verrückt. It is crazy for a man to build an ark when there was no rain. Es ist verrückt für einen Mann, eine Arche zu bauen, wenn es gar keinen Regen gibt. It does not make sense. Es macht gar keinen Sinn. But when the rain started to fall, everybody ran to the ark. Aber als der Regen angefangen hat zu fallen, ist jeder zu der Arche gerannt. It is crazy to send a man just with a stick standing before the most powerful man in the world, Pharaoh. Und es ist verrückt, einen Mann vor dem mächtigsten Mann der Welt, den Pharao, stehen zu lassen mit einem Stock. He had a stick. Er hatte einen Stock And he was talking to the Pharaoh. und er hat zu dem Pharao gesprochen. That's crazy. Das ist verrückt. How about the army of Israel marching around Jericho? Oder was ist mit der Armee von Israel, die um Jericho gelaufen ist? Crazy! Verrückt. Can you imagine? And not only once, Und nicht nur einmal, sind 6 days. 6 Tage. On the 7th, they have to march 7 times. Und am 7. Tag mussten sie 7-mal um die Mauer laufen. And then shout. Und dann schreien. Where are your weapons? Wo sind eure Waffen? Those are crazy. Das ist verrückt. The enemy in the time of Gideon was more than 100,000. Der Feind in der Zeit von Gideon waren mehr als 100.000. He had 32,000. Er hatte They 32.000. were already outnumbered. Sie waren schon zu wenige. And God reduced their army to 10,000 Und Gott hat ihre Armee zu 10.000 noch and reduced to 300. und dann reduziert auf 300. 300 against more than 100,000. 300 gegen mehr als 100.000. It does not make any sense. Das macht gar keinen Sinn. It's simply crazy. Es ist einfach nur verrückt. How about sending a 14-year-old against a giant Oder einen 14-Jährigen gegen einen Giganten kämpfen zu lassen. with a slingshot? Mit einer Schleuder. Does that make sense? Macht das Sinn? Not at all. Überhaupt nicht. That's weird. Das ist komisch. Jehoshaphat, what was his front line? Was war seine Front linie. Frontlinie? These were not the veterans.
Es waren nicht die Veteranen, Worship leaders. es waren Anbeter. The singers were in the front line. Die Sänger waren vorne, In a battle. auch in einem Kampf. Crazy. Verrückt. 5 loaves, 2 fishes. 5 Brote, 2 Fische. 5,000 men. 5000 Menschen. Women always outnumber men. Und Frauen sind immer mehr als die Männer. And children outnumber. Und dann noch die Kinder There dazu. were at least 20,000 people there. Es müssen mindestens 20.000 gewesen sein. And Jesus said to them, Und Jesus sagte zu ihnen, go and feed them. geh und geh und Does that make any sense? Macht das überhaupt Sinn? It does not make any sense in the human logic. Das macht gar keinen Sinn in menschlichen Logik. Peter was a fisherman. Petrus war ein Fischer. Aside from Matthew, who was good in arithmetic, Neben Matthäus, der gut in Matthew, in Mathe he war. was a tax collector. Er war ein Zöllner. But all of them, they were simple people. Aber alle von denen waren ganz einfache Leute. And they were in charge of changing the world. Und sie hatten die Aufgabe, die Welt zu verändern. Does that make sense? Macht das Sinn? No. Nein. It's crazy. Das ist verrückt. It's simply weird. Das ist einfach nur komisch. Am I talking to anybody here? Spreche ich zu irgendjemand hier? What did Jesus teach us? Was hat Jesus uns gelehrt? Somebody slaps you, Wenn dich jemand schlägt, give the other cheek. dann gib die andere Backe. Crazy. Verrückt. It's just crazy. Verrückt. That doesn't make any sense at all. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Somebody is forcing you to walk with him 1 mile, Wenn dich jemand zwingt, mit ihm eine Meile zu laufen, walk with him even a second mile. lauf dann mit ihm noch eine zweite. Instead of cursing, Anstatt zu fluchen, love your enemy. liebe deine Feinde. Hä? How could that be? Wie soll das gehen? Pray for your enemy. Bete für deine Feinde. Bless your enemy. Segne deine Feinde. I don't know. How can this thing work? Wie soll das funktionieren? You see, your 110 machine is exploding already in 220. Deine 1,10 Maschine explodiert schon. He says if you want to be the great, that's of all. If you want to be the great, Wenn du der Größte sein möchtest, serve everybody. dann diene jedem. The way up is down. Der Weg nach oben ist nach unten. It's completely opposite to the trend of the world. Das ist komplett das Gegenteil von dem, was die Welt lehrt. And do you understand this? Versteht ihr das? The ways of the world are different from the ways of God. Die Wege der Welt sind anders als die Wege von Gott. But the ways of God are higher. Aber die Wege von Gott sind höher. We have to finally endlich kapieren. You have to finally realize it. Man muss es endlich kapieren. We are in the world, but we are not of the world. Wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. You have to finally realize it. Und wir müssen das endlich realisieren. You're different. Du bist anders. You're weird. Du bist komisch. Well, it all depends. Aber das ist alles abhängig. If I look at them, Wenn ich auf die schaue, they're weird. dann sind die komisch. Right? Richtig? It is more blessed to give than to receive. Es ist, man ist mehr gesegnet, wenn man gibt, als wenn man nimmt. In this world, Auf dieser Welt they say, get all you can. sagen sie, nimm alles, was du bekommen kannst, You put it in a can und du tust es in eine Dose rein and sit on the can. und du setzt dich da drauf. Get everything. Nimm alles, was du bekommen But kannst. for us, it's more blessed to give. Auch für uns ist es mehr gesegnet, wenn wir geben. I hope you're paying your tithes. Ich hoffe, ihr zahlt euer Zehntes. 10%. 10%. The world thinks it's crazy. Und die Welt denkt, es ist verrückt. I will only give 10%. Ich gebe nicht nur 10%. 10%? 10% You're not giving anything. gibst du nicht etwas, You're paying. du bezahlst. Because that does not belong to you. Weil das gehört nicht zu dir. That's not your money. Das ist nicht dein Geld. Anything you give on top of the 10%, that's what you're giving to God. Alles, was du über den 10% hingibst, ist, was du Gott gibst. And you are blessed according to your giving, not to your paying. Und du bist gesegnet nach deinem Geben und nicht nach deinem Bezahlen. When you pay your tithes,
Wenn du dein Zehnte zahlst, the windows of heaven is open. ist die Fenster des Himmels sind geöffnet. And then your offering, Und dein Opfer that's the basis of God blessing you now. ist die Basis von dem, wie Gott dich segnet. When I was in Korea, Als ich in Korea war, I had nothing. hatte ich nichts. I was living by faith. Habe ich nur durch Glauben gelebt. And I was put in a dorm. Und ich war in einem, There were a lot of double beds in a big room. WG. Ah, okay. Unterkunft. There were two Japanese Bible school students. Da waren zwei japanische Bibelschulstudenten. They were sleeping, Die haben geschlafen. and then I had my breakfast. Und ich hatte mein A Frühstück. very simple breakfast. Ein ganz einfaches I Frühstück. had toast bread. Toastbrot. Very simple. Ganz, ganz einfach. But then, just before I was about to eat my breakfast, Und bevor ich mein Frühstück essen konnte, the Lord told me, hat mir der Herr gesagt, "You share your breakfast with these Japanese students." du sollst dein Frühstück mit den japanischen Studenten teilen. I was saying, Lord, they're Japanese. Und ich habe gesagt, Herr, das sind Japaner. They have money. Die haben Geld. I don't have. Ich habe kein This Geld. is just my breakfast. Das ist einfach nur mein Frühstück. And they were still sleeping. Und die haben noch geschlafen. And you know what I did? Und wisst ihr, was ich I getan habe? prepared breakfast for them. Ich habe Frühstück für die I put it vorbereitet. beside their bed. Ich habe es neben ihr Bett gelegt And then I left. und dann bin ich gegangen. They didn't even know who gave them the breakfast. Die wissen nicht mal, wer I das just Frühstück obeyed what the Lord told me. Ich habe einfach gehorcht, was der Herr mir gesagt hat. And then I don't know, but later on they found out I was the one that gave them the breakfast. Und irgendwann später haben die rausgefunden, dass ich das Frühstück denen gegeben So one day this Japanese, they came. habe. Und dann einen Tag kamen diese Japaner, We have so many groceries. so viele Lebensmittel, And then they gave me. und die haben mir die ganzen Lebensmittel I gegeben. did not expect that. Ich habe das gar nicht erwartet. I just gave. Ich habe einfach gegeben. Irma and I, before we got married, Immer und ich, bevor wir geheiratet haben. I was a missionary. I didn't have any salary. Ich war ein Missionar, ich hatte kein Gehalt. So I said, Lord, we'll just have a very, very small wedding. You know, missionary, small wedding. Und wir haben gesagt, Herr, wir werden nur eine ganz, ganz kleine Hochzeit haben. The Lord said, no, Und der Herr hat gesagt, nein. I'm going to use your wedding as a testimony. Ich werde eure Hochzeit als ein Zeugnis nutzen. So, and then he said, book in Manila Garden Hotel. Manila Garden Hotel was the #1 hotel that year. Bucht das Manila Garden Hotel. Das war das Nummer 1 Hotel in dem Jahr. Lord, where will I get the money? Woher soll ich dieses Geld bekommen? You book. Du sollst buchen. And then at the time, I know, everything I had, Und in dieser Zeit alles, was ich hatte, I had $500 ich hatte $500 for the hotel alone. für dieses Hotel. It was almost $2,000. War es fast $2.000. And then you have to think about the wedding gown, the cake, etc., etc. Und man muss an alles denken, an den Kuchen und die Kleidung. So, 2 weeks before the wedding, Und 2 Wochen vor der Hochzeit I only had $500. hatte ich nur $500. I needed at least $3,000, $4,000. Hatte ich bestimmt 2.000, 3.000, 4.000 hätte ich. I said, Lord, you need to provide. Und ich habe gesagt, Herr, bitte. And then the Lord told me, what you will harvest, what you sow, you will reap. Und der Herr hat mir gesagt, was du siehst, wirst du ernten. I said, okay, Okay. now you sow. Und jetzt sollst du sehen. What do you mean? Was meinst du? Yeah, you have $500, Du hast right? $500, richtig? Yes, good, $500. I need 4,000. Ja, Herr, ich brauche 5.000. Then you plant the $500. Dann sollst du die $500 pflanzen, sehen. Lord, my wedding is in 2 weeks. Herr, meine Hochzeit ist in 2 Wochen. You want me to give all of my money. Du willst, dass ich all mein Geld My wedding is in 2 weeks. gebe und meine Hochzeit ist You in 2 want Wochen. me to be bankrupt. Du möchtest, dass ich bankrott gehe. I cut the story. I gave everything. Und kurz gesagt, ich habe das alles gegeben. And you know, we started to receive money. Und wir haben angefangen, Geld zu bekommen. It's a miracle to receive $100, $200, especially from the Philippine Post. You know, that those things get stolen. Und es ist wirklich ein Wunder, wenn du $200 von der philippinischen Post bekommst, weil normal wird es From my aunties, from my uncles that I have never heard from. von meinen Tanten und Onkels, von denen ich noch nie gehört habe. Somebody volunteered to a top fashion designer
Jemand hat freiwillig einen Top-Fashion-Designer. She was pleading to us, can I please design the gown and make the gown? Sie hat gesagt, kann ich bitte dieses Kleid designen And pay for the gown. und dafür bezahlen? Somebody bought our rings, Jemand hat unsere Ringe gekauft etc., etc., und etc. so weiter. The whole bill was paid. Die ganze Rechnung wurde bezahlt. We even have more than enough. Wir hatten sogar mehr als genug. We spent our honeymoon in Singapore and Malaysia. Wir haben unsere Flitterwochen in Singapur und Malaysia verbracht. Somebody offered us their house in Baguio. Jemand hat uns ihr Haus in Baguio angeboten. I operate in another economic system. Ich arbeite in einem anderen ökonomischen System. Are you getting what I'm saying? Versteht ihr was? We operate in another platform. Wir bewegen uns in einer anderen Plattform. And that's why people say we're weird. Deswegen sagen die Leute, wir sind komisch. You're paying your tithes. Du zahlst dein Zehnten. And some even pay their tithes from their brutto, from their gross. Und einige zahlen sogar von ihrem Brutto den Zehnten. Maybe you're crazy. Die denken, du bist verrückt. But Aber our God's ways are different. die Wege unseres Gottes sind anders. And my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not be in the wisdom of men, but in the power of God. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. I went to Ifugao. Ich bin nach Ifugao gegangen. Kano ko lang ba Ifugao? 300, Wie weit ist es 400 denn kilometers? weg? 300, 400 Kilometer. Leah, from her area. I went there. Ich bin dorthin gegangen. Every night, Jede Nacht there would be a commotion, there would be noise in the city center, in the plaza. gab es Lärm im City Center, also im Plaza. Yung mga nabaktek, people who got drunk, Leute, die sich betrunken haben, be shouting, haben rumgeschrien and they'll get into fights. und haben gekämpft. There was this man, Und da gab es einen Mann, about my age. so in meinem Alter, His name is Samson Apoy. sein Name ist Samson Apoy. Apoy in the Philippines means fire. Apoy in den Philippinen bedeutet Feuer. Wow. And he's the son of the church deacon. Und er ist der Sohn vom Diakon in der Gemeinde. But he was always drunk. Aber er war immer betrunken. You know, he had mustache and beard, you know, he looked like a goon. Er hat einen langen Bart und er sah aus Wie ein Gangster. Always drunk. und er war immer betrunken. So his father came to me and my brother Sein Vater kam zu mir und zu meinem Bruder. and he said, I don't know anymore what I can do about my son. Ich weiß nicht mehr, was ich mit meinem Sohn tun soll. Please, Bitte, take him with you. nehmt ihn mit euch mit. Imagine the gangster in that town. Stell dir vor, der Gangster in der Stadt. Please take him with you to Manila. Bitte nimmt ihn mit nach Manila. I'll cut all the details. Und um es kurz zu halten, So here we were, riding the bus from Ifugao to Manila, sind wir im Bus und fahren von Ifugao nach Manila. and I was sitting beside this gangster. Und ich saß neben diesem Gangster. You know, he needed to take a 5-time shower, I think, he said. Er musste wahrscheinlich 5-mal duschen wegen dem Geruch. I brought Samson to Manila. Ich habe Samson nach Manila gebracht. I brought him to our house, Ich habe ihn zu uns nach Hause gebracht. and he slept with me in my room. Und er hat in meinem Zimmer geschlafen. This Samson Ahoy Dieser Samson Apoy was in my bedroom. war in meinem Schlafzimmer. And I tell you, he's not a city dweller. Er ist nicht ein Stadtmensch. So he was really doing things strange. Er hat wirklich komische Dinge gemacht. But every morning, Aber jeden Morgen he would see me pray. You know, when I wake up, I pray. hat er gesehen, dass ich aufgestanden bin und gebetet And I habe. just worship the Lord. Ich habe einfach den Herrn angebetet. Maybe after a month, Vielleicht nach einem Monat Samson came to me. kam Samson zu mir
There were tears in his eyes. Und er hat Tränen in den Augen And he gehabt. said, Und er hat gesagt, I want to give my life to Jesus. ich möchte mein Leben Jesus geben. I took his hand Ich habe seine Hände genommen and he gave his life to Jesus. und er hat sein Leben Jesus gegeben. He went to college. Er ist ins College gegangen. We paid for his college. Wir haben für sein College And bezahlt then he went to Bible school. und er ist zur Bibelschule gegangen. He became a pastor. Er ist ein Pastor geworden. And now he's also rubbing shoulders with politicians in Ifugao. He's a big guy now. He's a big shot. Jetzt ist er wirklich ein großer Mann. Er hat Kontakte mit den Politikern in But when Ägypten. I look back, Und wenn ich jetzt zurückschaue, crazy! verrückt. Bring this. Excuse me, animal looking. Animal looking. Nimm diesen Mann mit, der aussieht wie ein Tier. Sleep with me in my room. Schlaf bei mir ins Zimmer. But you know, I baked him in the presence of God. Aber ich habe ihn wirklich in der Gegenwart. I just worship every morning, every night. Jeden Morgen und jede Nacht. He could not escape the presence of God. Er konnte der Gegenwart Gottes gar nicht entfliehen. And he's now serving the Lord. Und jetzt dient er dem Herrn. Sometimes the Lord will tell you to do things that do not make sense. Manchmal sagt dir der Herr, dass du Dinge tun sollst, die gar keinen Sinn machen. Crazy. Verrückt. But God's ways are higher. Aber Gottes Wege sind Am I höher. talking to somebody here? Spreche ich mit zu jemandem. The wisdom of God. Die Weisheit Gottes. Let's just go down here to verse 24. Those who are called both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God, because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. Hallelujah. In Vers 24. Den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Has that sunk? Ist es eingesunken in euch? The foolishness of God Das Törichte Gottes is wiser than the wisdom of men. ist weiser als die Weisheit der Menschen. His weakness is stronger. Und seine Schwäche ist stärker. The problem is there is a pressure for us to compromise. Und das Problem ist, dass es für uns einen Druck gibt, einen Kompromiss einzugehen. Because you're weird, Weil du komisch bist, they want you to become like them. möchten die, dass du so wirst wie sie. You know, there's a famous, what's the name of this American football player? Tim Tebow. There's a American, Da gibt es einen amerikanischen Footballspieler, actually he was born in the Philippines. So der ist geboren auf den Philippinen. his parents are missionaries. Seine Eltern sind Missionare. And then which team does he play? He became famous as a quarterback in American football. Wurde berühmt als ein Quarterback im amerikanischen Football. And you know what? Und wisst ihr was? This football star, Dieser Footballstar, he's a virgin. er ist eine Jungfrau. And they could not believe. Und die konnten es nicht glauben. It became news. Und das kann man die nach. How can a football star Wie kann ein Footballstar be a virgin? noch Jungfrau sein? And there's even a bet. Und da gab es sogar eine Wette. Somebody's going to pay somebody so much money Jemand wird jemand so viel Geld if bezahlen, they could get Tim Tebow lose his virginity. damit er seine Jungfräulichkeit verliert. You see, there's this active force. Da gab es diese aktive Macht. That's the problem. It's the fear of man. The fear of man brings us there, or it's a trap. But whoever trusts in the Lord shall be saved. Menschenfurcht legt einen Fallstrick, wer aber auf Jahre vertraut, wird in Sicherheit gesetzt. If you fear God, if you think about more about the opinion of people, then you would be prone to compromise. Wenn du mehr über die Meinung der Leute nachdenkst, dann wirst du mehr einen Kompromiss eingehen. Gruppenzwang, peer pressure.
There's only one that we have to fear. We have to have the fear of the Lord instead of the fear of man. Und das ist nur einer, den wir fürchten sollen. Und das ist, dass wir den Herrn fürchten und nicht die Menschen. Daniel, purpose in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's delicacies, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the chief of the eunuchs that he might not defile himself. Und Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Und er bat sich von dem Obersten der Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. We have to decide in our hearts. Wir müssen in unseren Herzen entscheiden. I'm not going to lower my standards. Ich werde meinen Standard nicht runtersetzen. Purpose it in your heart. Tu es in deinem Herz. Am I talking to somebody still here? Spreche ich noch zu Ihnen? Hello? Don't compromise. Mach keine Kompromisse. If you give the devil your finger, he'll pull you head to toe. Wenn du dem Teufel deinen Finger gibst, dann wird er dich komplett vom Kopf bis Fuß ziehen. You see, the problem is repeated compromise will dull your senses. Und das Problem ist, wiederholter Kompromiss trübt die geistigen Sinne. When your conscience is seared with a hot iron, Wenn dein Gewissen, Gewissen mit einem heißen, gebrandmarkt ist, then you lose your senses. dann verlierst du deine Sinne. I'm finishing. Nicht enden. Alright? Dare to be different. Trau dich anders zu sein. What did they say? Was sagen die? A dead fish can easily be carried by the current. Ein toter Fisch kann schnell vom Strom But mitgezogen a werden. living fish can go and can swim against the current. Aber ein lebendiger Fisch kann gegen den Strom schwimmen. Look at the salmon. Schaut mal It goes against the current. den Lachs an. Er schwimmt gegen den Strom. Any weakling can do everything, can do as everybody does it. Jeder Schwächling kann alles so tun, wie jeder es tut. But it takes backbone, it takes strength to go against. Aber es braucht Kraft, gegen den Strom zu schwimmen. Amen? Brethren, Geschwister, He has chosen us, we have not chosen Him. er hat uns ausgewählt, wir haben nicht ihn ausgewählt. Be willing to be different. Sei bereit, anders zu sein. Just like Caleb was different. So wie Kaleb anders He war. had a different spirit in him. Er hat einen anderen Geist in sich. He followed the Lord fully. Er hat dem Herrn vollkommen gefolgt. Now, when I say weird, I'm not talking about just being weird. Wenn ich über komisch spreche, spreche ich nicht einfach nur komisch zu sein. I'm talking about being weird because you decide to follow the Lord. Ich spreche davon, komisch zu sein, weil man sich entschieden hat, dem Herrn zu dienen. Can I tell you a true story? Kann ich euch eine wahre Geschichte erzählen? We went home to the Philippines, no mommy, last year. Wir sind letztes Jahr auf die Philippinen geflogen And then I met my classmates. und ich habe meine Klassenkameraden So we getroffen had dinner. und wir hatten Abendessen. You know, I went to an all-boys school, so we were all boys. So we don't have any women as classmates. Und ich war auf einer Schule, wo es nur Jungs gab, also wir hatten keine Mädchen da. So my classmates, they're success, they're doctors, lawyers, you know. Und meine Klassenkameraden sind erfolgreich, sie sind Doktoren, Anwälte. After dinner, Und nach dem Essen we will have a night out, you know. hatten wir einen Ausgang, also wir gingen zusammen raus. Across the restaurant where we were, Und gegenüber von dem Restaurant, wo wir waren, there was a men's club, gab es einen Männerclub, you know, where there are dancers, wo es Tänzerinnen gab. a place, you know what I mean. Ihr wisst, was ich meine. So, you know, let's go there, you know. Und die haben gesagt, komm, gehen wir dorthin. And I said, uh-oh. Ich habe gesagt, oh, I said, oh no, I'm not going. ich habe gesagt, nein, da gehe ich I'm nicht. fine here. Ich bin okay hier. And you know, they were, oh, come on. Und die haben gesagt, oh, komm schon. Because they knew me, that was my life before. Weil die wussten, das war mein Leben vorher. I got drunk with them. Ich bin mit denen betrunken And so, geworden. you know, for old time's sake, Und die haben gesagt, auch die alten Zeiten. I said, no. Und ich habe I gesagt, said, nein. you want to go, you can go. Wenn ihr gehen wollt, könnt ihr But gehen. I'm not going there. Aber ich gehe da nicht rein. And so there was, you know, there was this tension. Da gab es diese Spannung. Well, 4 or 5 of my classmates went there. 4 oder 5 meiner Klassenkameraden gingen dorthin. But then most of them,
Aber die meisten von ihnen, Well, if Reggie does not want to go there, then we'll respect Reggie, we'll go with him. dann haben die gesagt, wenn Reggie nicht dort reingehen will, dann respektieren wir ihn und wir gehen mit ihm. So we went to another place. Dann sind wir woanders hingegangen. Alright? So I see, what I'm trying to say is they see that you make a stand. Was ich sagen möchte, ist, sie sehen, dass du einen Standpunkt setzt They're going to respect you. und sie werden dich dafür And respektieren. then now we have a Viber group. Jetzt haben wir eine Weibergruppe. Because we're all over the world. Weiber ist eine App. Weil wir sind Like WhatsApp. ja wie WhatsApp. Und überall auf der Welt sind wir verteilt. Now these are again all boys. Und es sind alles nur Jungs in dieser Gruppe. One of my classmates, Einer meiner Klassenkameraden, he's a medical doctor, huh? er ist ein Doktor He started posting pornographic stuff. und er hat angefangen, pornografische Sachen in die Gruppe zu schicken Making fun, everybody making fun. und hat Spaß gemacht I deleted it. und ich habe es gelöscht. But then, it keeps on coming. Und er hat immer weitergemacht. No, I just wrote to the group. Und ich habe in die Gruppe reingeschrieben. I said, I joined this group Ich bin in dieser Gruppe drin, because this is supposed to be our class group. weil das sollte eigentlich die Gruppe unserer Klasse sein. I did not sign up for a pornographic site. Ich habe mich mich angemeldet für eine pornografische Seite. If you're going to keep on sending this pornographic stuff, Wenn ihr weiterhin diese pornografischen Sachen da I'm reinschreibt, out of here. dann gehe ich hier raus. I'm getting out. And so then somebody said, oh, come on, you're too much. Und jemand hat gesagt, übertreib doch nicht. But I made a stand. Aber ich habe einen Standpunkt gesetzt And they respected me. und die haben mich respektiert. Ever since that time, Und seitdem no pornography anymore. gab es keine pornografischen Sachen mehr in unserer Gruppe. And then my classmates even wrote to me, Und meine Klassenkameraden sagten auch zu mir, boy, you have changed. boah, du hast dich verändert. And then somebody said, oh, we respect you now all the more. Und jetzt respektieren wir dich noch mehr. That gives me a chance to share the gospel. Und das gab mir die Möglichkeit, das Evangelium zu teilen. I will refuse to compromise. Ich möchte nicht Kompromisse. I don't condemn them. Ich verdamme sie nicht. We talk. Wir reden miteinander. I'm not holier than them, Ich bin nicht heiliger als die, but I have standards. aber ich habe Standards. I'm weird, Ich bin komisch, but I'm healthy weird. aber ich bin ein gesundes Komisch. Amen. They're also weird, Die sind auch komisch, unhealthy. aber ein ungesundes Komisch. Unhealthy weird. Ich bin ein gesundes Komisch. So, let me close. Lass mich schließen. Keep Christianity weird. Lass das Christentum komisch bleiben. You know what you know why? Wisst ihr warum? Because we are the salt. Weil wir sind das Salz. The Bible says, Die Bibel sagt, if the salt is no longer salty, wenn das Salz nicht mehr salzig ist, throw it to the garbage. kannst du es in den Müll werfen. If you're no longer different, Wenn du nicht länger anders bist, if you're no longer weird, wenn du nicht länger komisch bist, maybe you are no longer salty. vielleicht bist du dann nicht mehr salzig. God restore our saltiness. Gott möge unsere Salzigkeit herstellen. Let me finish. I'm done. Lass mich damit enden. Jesus said, Jesus sagte, whoever is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, of him the Son of Man also will be ashamed when he comes in the glory of his Father with the holy angels. denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. There's no reason to be ashamed if you stand for Christ. Es gibt keinen Grund, sich zu schämen, wenn du für Christus stehst. You don't need to apologize Du musst dich nicht entschuldigen, for being a Christian. ein Christ zu sein. You don't need to apologize Musst du dich nicht entschuldigen, for believing the Bible. wenn du der Bibel glaubst. You could laugh all you want. Du kannst so viel lachen, wie du willst. I believe. I know in whom I have believed. Ich weiß, an wen ich glaube. Amen? Amen. This is weird. Das ist komisch. Jesus dying for you and me. Jesus, der für uns gestorben ist.
That does not pass the logical mind. Das passt gar nicht in den logischen Verstand. A righteous man Ein gerechter Mann, giving his life der sein Leben gibt for sinners like you and me. für Sünder wie dich und mich. That does not make any sense. Das macht gar keinen Sinn. But that's the love of God. Aber das ist die Liebe Gottes. Today, the opportunity is given to you. Heute gibt es dir die Möglichkeit gegeben. If you don't know Jesus Christ yet, Wenn du Jesus Christus noch nicht kennst, as your personal Lord, als deinen persönlichen Herrn, if you do not have a personal relationship with Jesus, wenn du keine persönliche Beziehung zu Jesus hast, today you could have that. dann kannst du das heute haben. Ask for His forgiveness. Bitte um seine Vergebung. Believe in Jesus. Glaube an Jesus. Believe that He gave His life for you. Glaube daran, dass er sein Leben für dich gegeben Invite hat. Him into your heart. Und lade ihn in dein Herz And ein. He will make you His child.